Nein, ich sag's dir, die Brüste waren echt. Ich habe die selber angefasst. Das waren die besten Doppel-D-Titten, die ich je gesehen habe. Nee, das war's auch. Als ich fragte, ob ich dran lecken kann, sagte er, das geht ihm zu schnell. Keine Ahnung, wie er so fett wurde. Also, heute zocken. Olympische Spiele. Weil nicht alle 4 Jahre. Winterspiele. Oh, scheiße. Mittlerweile sind es 2 Jahre her, die ich nichts hochgeladen habe. In der Zeit habe ich meine Ausbildung beendet, angefangen Sport zu treiben, eine Beziehung entfacht und eine Arbeit gefunden. Kurz gesagt, ich habe eine Menge Sims gespielt. In den 2 Jahren haben viele von euch gefragt, wo ich überhaupt bin. Und viele von euch haben wahrscheinlich vergessen, dass ich überhaupt existiere, wie meine Eltern. Und viele von euch haben vielleicht meine alten Videos angesehen und dachten sich, hä, der ist doch vollkommen scheiße, wie konnte ich den jemals gut finden? Wie meine Eltern. Der Grund war nicht hauptsächlich Faulheit. Abgesehen davon, dass ich meistens nun mal unmotiviert war, fand ich meine Skripts nach kurzer Zeit einfach scheiße. 3 davon habe ich sogar gedreht, aber eins fand ich einfach nur scheiße. Beim anderen war der Ton am Arsch und beim dritten habe ich erst am Ende gemerkt, dass mein Gesicht drauf war. Und seien wir mal ehrlich, ich drehe kein Porno. Über die letzten Jahre hat sich mein Humor natürlich verändert. Ich war öfters auf Meme-Seiten und vor allem auf Ironic Miming und Shitposting stehe ich total. Und dabei muss ich sagen, dass gerade Shitposting öfters keinen offensichtlichen Witz beinhaltet und trotzdem recht amüsant sein kann. Etwas, worüber ich mich schon mal abgefragt habe. Was jetzt nicht heißt, dass jeder Humor gleichberechtigt ist. Denn sowas hat ja immer noch irgendwo eine Pointe. Scooby-Doo-Soundeffekte und sinnloses Reingezoome ist noch immer nicht witzig. Bin ich schon witzig? Und selbst wenn jemand einen Grund bringt, warum das ja gute Comedy sein soll, dann hat der noch lange nicht recht. Nur weil man seine Meinung begründen kann, ist es noch kein guter Grund. Zum Beispiel nehmen wir mal Eminem. Seitdem er einen Diss-Track gegen Trump rausgebracht hat, sind all seine Posts, selbst die nichts damit zu tun haben, voller Buttfuck-Trump-Kacks, die sich die ganze Zeit über ihn ausheulen. Und jeder von denen hat einen anderen Grund, warum er auf einmal so scheiße ist. Ist schon ein krasser Zufall, wa? Ich hab den noch nie gemocht. Also früher war ich dein größter Fan, aber jetzt bist du auf einmal so richtig scheiße. Also seitdem du über Politik rappst, hat der schon immer gemacht, hasse ich dich. Der versucht doch einfach nur wieder relevant zu werden, wird er aber nicht. Sagte er auf einem 20 Millionen Klick-Video, während er seinen Namen erwähnt. Das ist ein sehr deutliches Beispiel für Leute, die eine persönliche Meinung haben, unterbewusst merken, dass diese Meinung auf Scheiße basiert und deshalb es hinter einem anderen ausgedachten Grund verstecken müssen. Dasselbe ist mit mir auch passiert. Ich und einige Freunde reden über irgendwelche zufälligen Themen und ich sag etwas, was nicht gerade der durchschnittlichen Meinung entspricht. Und auf einmal fängt jeder an, mich für unterschiedliche Sachen anzuscheißen. Ich wusste schon immer, dass er irgendwie scheiße ist. Das erwartet man auch von einem Ausländer. Hurensohn. Und einem wie dir habe ich meine Kinder anvertraut. Und das alles nur, weil ich sagte, dass ich gerne Kinder ficke. Zurück zum Punkt. Ich habe neue Arten von Humor kennengelernt, was dafür gesorgt hat, dass ich meinen eigenen Humor scheiße fand. Ich finde ihn zu simpel und eintönig. Und Humor ist weniger ein Talent, es ist eher ein multifunktionales Werkzeug, das man in den unterschiedlichsten Situationen anders verwenden kann. Wie mein Penis. Und da jeder Mensch unterschiedlich ist, braucht man je nach Mensch eine andere Technik. Ich finde, dass ich einen sehr eintönigen Humor habe. Es funktioniert für eine bestimmte Gruppe von Menschen, aber das war's. Abgesehen von Spastenhumor, Spaß, will ich schon unterschiedliche Arten benutzen. Und ein anderer Vorteil davon wäre, dass die Pointen weniger erwartet werden. Denn die Kunst des Witzes ist der Erwartungswert. Wenn man etwas Unerwartetes macht, aber es zu oft wiederholt, dann wird man es irgendwann erwarten. Um die bestmögliche Reaktion zu haben, muss man Humor schwingen lassen. Wie mein Penis. Das Problem an den meisten Comedians ist, dass die gerade wegen ihrer Monotonheit irgendwann berechenbar werden und nichts mehr unerwartet bleibt. Spätestens jetzt dreht ihr die Lautstärke runter, obwohl es nichts mehr bringt, weil ich weiß, dass ihr es jetzt erwartet. Aber ihr könnt mir nicht glauben, weil ich es schon so oft gemacht habe. Was witzig ist. Für mich, nicht für euch. Wie auch immer. Ich werde in Zukunft versuchen, Neues zu benutzen. Was jetzt nicht heißt, dass ich diese Art von Content vernachlässigen werde. Und überhaupt aufhören werde ich erst recht nicht. Comedy ist mir schon wichtig. Es prägt mich. Es hat unter anderem mich gezeugt. Wie der Penis meiner Eltern. Aber für diesmal war es das. Und bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch. Wenn sich jemand allein wegen dem Bild zumindest zurückgelehnt hat, schreibt es in die Kommentare, ich will wissen, ob es funktioniert hat. Und keine Sorge, ich werde mehr als einmal alle 2 Jahre was hochladen. Das nächste Video kommt dann in 3 bis